Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, bin auf der Spielwarenmesse am Playmobil-Stand, der heute sehr futuristisch ausschaut, Skytrails. Und ich begrüße den Björn Seeger, Pressesprecher hier bei Playmobil. Und er erklärt mir hier dieses neue System. Ja, herzlich willkommen hier bei uns am Messestand. Wir sind bei einem echten Highlight von Playmobil angelangt. Das ist Skytrails, unsere neue Innovation im Jahr 2025. Und genau das sehen wir hier jetzt. Es ist eine Bahn, es ist ein Schienensystem und es enthält 3 besondere Elemente. Es ist sozusagen ein Parcours, der kreativ aufgebaut werden kann, also sozusagen eine Konstruktionskomponente hat. Es ist Action drin, was wir hier auch schon sehen, sind verschiedene Elemente, die zusammengesteckt werden und dann wird was ausgelöst. Dann sind verschiedene Beschleunigungen, Weichenstellungen oder auch Katapulte enthalten. Es gibt ein ganz besonderes Aufzugssystem und wir haben eine Figur, die auf eine Schiene aufgesetzt wird. Es ist eine Art Rollenscharnier obendrauf und die Figur bezeichnen wir als Sky Rider. Erinnert mich an die Playmobil-Figuren. Ja, das ist mal sehr richtig, denn das ist eine Playmobil-Figur und die hat einen Rucksack aufgeschnallt. Und die schießt, sobald man den Mechanismus aktiviert, los und geht in den Parcours. Und das, was Sie hier auch schön im Hintergrund schon angedeutet sehen, es ist irgendwie ein spannender Flug über die Wolken. Wir haben ein richtiges, tolles Action-Erlebnis hier, was wir an den Markt bringen. Und da sind wir sehr froh, dass wir so tolles Feedback schon nach 2 Messetagen hier haben. Wir werden ein bisschen überrannt, was das Interesse angeht. Und da freuen wir uns sehr, dass wir jetzt im September diese Neuheit an den Start bringen können, auf den Markt bringen können. Und wie funktioniert das mit den Steckelementen? Können wir uns das mal anschauen, ja, wie die zusammengebaut werden? Übergebe ich gerne das Wort mal an meinen Kollegen, den Tim Niklas Philipp, und der würde mal erklären, wie das Ganze so funktioniert. Genau, ist eigentlich super einfach. Wir haben ja diese 3 Punkte bei Skytrails, ist ein neues Play-Pattern. Erster Punkt ist Konstruktion. Wir haben es super einfach gestaltet für die Kids. Wir haben ein Stecksystem, da werden einfach Rohre ineinander gesteckt. Ganz einfach. Wir haben das mit einem Farbcode versehen. Grau-Weiß, Grau-Weiß. So kommt man in so einen Rhythmus rein. Der zweite Punkt ist, wie Björn schon gesagt hat, Action. Wir haben überall Action-Elemente in der Bahn verbaut. Und der dritte Punkt ist eigentlich der wichtigste Punkt, Kreativität. Also wir haben alles bei Skytrails dran gearbeitet, dass es hier wirklich flexibel ist. Die Schiene ist unglaublich flexibel, man kann in alle Richtungen verbauen. Man hat zum Beispiel auch noch eine Klammer hier, die lässt sich super einstellen. Also alles ist rotierbar, man kann bauen, was man will. So genau. Gummiartig. Ist alles flexibel, man kann bauen, wie man will. Wir wollen dem Kind quasi keine Grenzen setzen. Wir haben sogar eine Schraubzwinge entwickelt. Das bietet natürlich den Vorteil, man kann zum Beispiel an ein Billigregal was ranschrauben, man könnte einen Tisch, einen Stuhl, diverse Möglichkeiten haben wir da offen gelassen. Genau. Dann hieß es vorher Action-Elemente. Was ist dann ein Action-Element? Können Sie mir das mal erklären, was da so abläuft zum Beispiel und dann später anschauen? Genau, hier oben haben wir zum Beispiel eine Kanone. Da muss man mit dem Skyrider den Auslöser treffen, hier unten. Die Kanone schießt dann los gegen die Zielscheibe und dann wird der Weg wieder aufgemacht. Genau. Dann haben wir noch weitere Action-Elemente. Hier zum Beispiel hier haben wir einen Lift. Da muss die Figur noch reinfahren, wird automatisch hochgezogen auf das nächste Level und fährt dann einfach weiter. Genau. Dazu gehört auch noch ein Looping. Und hier hinten hatten wir noch einmal einen Richtungsumkehrer. Das heißt, ich fahre vorwärts rein und fahre wieder rückwärts raus. Und ist dann auch hier ein Sprungelement oder was passiert hier? Oder genau, also hier unten, da haben wir zum Beispiel so einen Trichter, da gibt es dann so kleine Perlen hier drin liegen. Das ist wie so eine Konfetti-Shower. Ich habe meine Bahn geschafft, ich kann feiern. Genau. Dann hier nochmal ein Aufzug. Gut. Und dann können wir uns mal so eine Figur noch anschauen, wie die hier funktionieren, wie die hier sich bewegen. Ganz einfach. Wir haben hier hinten so 4 Rollen auf eine Achse gepresst. Die laufen super gut auf den Schienen. Genau. So läuft es. Das heißt, ich kann dann auch, wenn ich Lust habe, eine andere Playmobil-Figur einhängen, die ich noch habe und brauche jetzt nicht hier den fliegen lassen. Es ist letztendlich lassen. Wie so ein Rucksack. Kann man einfach aufklippen an die Grundfigur der Playmobil-Figur. Genau. Ganz einfach. Gut. Und dann können wir das mal hier loslaufen lassen. Genau. Dann müssen wir schauen, vielleicht eines von beiden und dann das zweite, das ich versuche es zu verfolgen. Ja, das ist schwierig. Herr Pernsteiner, jetzt müssen Sie schnell sein. Genau. Wir haben 2 Bahnen hier mal aufgebaut und da sehen Sie.
der erste Aufzug. Das war der Konfettischauer. Und jetzt die zweite Bahn, Genau. das ist jetzt die hier. Genau. Ganz einfach zusammendrücken und schon geht's los. Und das war jetzt das Ende in dem Fall. Genau. Gut, schaut es hier aus, das sind jetzt ungefähr fast 1,80 Meter rum von der Höhe her. Da bin ich ja, bis ich so ein Set aufgebaut habe, locker 1.000 Euro los. Das ist nicht der Fall. Also wir haben ein Starter-Set, was wir für 79 Euro anbieten können. Das ist dann hier das Starter-Set. Das ist hier mal so zu sehen. Und dann gibt es entsprechende Erweiterungen um entsprechende Action-Elemente. Und dann, ja, beginnt der Spielspaß in groß. Und ich denke, wir machen ein attraktives Angebot und das Tolle ist ja, wir haben es auch während der Messe schon mehrfach sagen können, wir haben es ausführlich getestet und die Resonanz ist einfach so überwältigend. Also sowohl bei Eltern als auch bei Kindern und das betrifft auch das Thema Preis. Also man ist bei dem Angebot gerne bereit, was zu Man hat hier investieren. dann nicht 1.000 Euro, sondern deutlich weniger, die man hier ausgeben muss, um alles hier aufzubauen. Also wir sind beim Starter-Set bei 80 Euro und hier haben wir jetzt mal alles miteinander kombiniert und das sind jetzt hier aber 2 Bahnen, die gleich mal aufgebaut sind, um zu zeigen, was alles möglich ist, sodass wir da, denke ich, ein ganz gutes Preissegment auch anbieten können, was attraktiv ist. Gut, dann bedanke ich mich hier für die Vorstellung von diesen Skytrails und wünsche Ihnen noch einen schönen Messeverlauf. Vielen Dank. Ja, und ja, Wünsche mir auch. wir heben ab.